Hallihallo, hallöchen meine lieben Leute, herzlich willkommen zurück in Skyrim. In der letzten Folge waren wir schon mal in der Kanalisation gewesen, da gab es aber dann so viel Loot, dass ich dann erstmal rausgehen musste, um Sachen zu verkaufen, Sachen abzulegen, und das heißt, wir werden wieder zurück in die Kanalisation gehen, weil es da noch ein paar Sachen gibt, die wir einsammeln können. Wir müssen ja noch ein Schwert besorgen. So, wie war der Weg nochmal? Ja, sagen, dass ich das echt cool finde, wie das alles aufgebaut ist. Wie das auch alles aussieht, das ist echt eine coole Mod. Glückskäfer. Naja, da war ja der Tote. Wie sieht er eigentlich aus? Sieht tot aus. Da sahen wir hin zu einem Schwert. Schwert von Egalog. Hilfe. What is on your mind? No, nothing at the moment. Waffen. Steht irgendwas? Oh. Ich wollte eigentlich noch mal was ausprobieren. Wegen dem. Modifiziert die verwendete Ausrüstung des Trägers. Cheorgoradförmiger Bernstein. Wahnsinnserz. Notiz über Bernstein und Wahnsinnserz. Dieses Stück Wahnsinnserz wurde tief versteckt in einer Nordruine entdeckt. Es sollte nicht... Nein, es kann nicht sofort dort gewesen sein. Die Zeit, die ich mit dem Schwert verbringe, hat größere Auswirkungen, als ich angenommen hätte. Mein Einfluss erstreckt sich weit über diesen verschlungenen Tunnel hinaus. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Vielleicht sind noch mehr dieser Fragmente an den unwahrscheinlichsten Orten aufgetaucht. Gleichwohl hat es sich als schwierig erwiesen, dieses Material in eine nutzbare Form zu bringen, genau wie beim unbearbeiteten Bernstein. Diese Aufgabe ereignet eher für einen Meisterschmied mit profundem Wissen über das Arkane. Jemanden wie Evitra? Als unvergleichliche Schmiedin und Vertraute beim Erlernen der verborgenen Seiten der Zauberkunst wäre Evitra zweifelsohne imstande, hinter die Geheimnisse von Bernstein und Wahnsinnserz zu kommen, falls sie mittlerweile nicht völlig dem Wahnsinn anheimgefallen ist. Ich werde ihr jeweils eine Probe von den Verführern liefern lassen. Falls das Glück mir heut ist, geht sie ihrem Handwerk und auch nach all den Jahren immer noch nördlich von Nebelwacht nach. Okay. Torens Tagebuch 3. Ich muss aber vorher einmal meine Brille sauber machen, weil irgendetwas da drauf ist und ich nicht wirklich gucken kann. Kleinen Moment bitte. So, jetzt habe ich wieder eine klare Sicht. So, 5. Sonnenhörer, 4. Ära 201. Der Blutdurst des Schwertes nützlich, seine Verlangung zu spalten eine Brücke, Schnitte ebnen den Pfad, doch die Wunde darf niemals faulen. Ein gebrochener Knochen wird mit der Heilung stärker. Noch eine Vision. Eine lange Wanderung durch das Grau, das Knacken von Stiefeln auf missgestalteten Kehlen, im Nebel ein Pfeifen. Das Schwert steckt in der Erde, schreiendes, blutendes Chaos. Von seinem Herzen nähren sich Wurzeln, aus der Wunde sprießt ein Baum, ein Pfad öffnet sich.
Narbengewebe verhärtet sich, Wurzeln werden dicker. Die Wunde blutet, doch ist der Pfad versperrt. Ein Fisch gegen den Strom. Vielleicht ist dieser Pfad nicht für mich, sondern für es. Der Fluss muss von der Quelle in den Mund fließen, um den Verstand zu nähren. Vorübergehender Hörverlust. Brot backt in mein Herz. Wir greifen nach dem Abgrund, nur um wieder loszulassen. Mit zusammengebissenen Zähnen landen wir mit dem Gesicht im Schlamm. Licht bricht sich in einem Glasauge, wie leicht wir abgleiten. Offenbarungen schweben auf roten Schwingen über dem Dunkel. Regen läuft an jeder Fensterscheibe hinab. Ich werde nicht wahnsinnig. Ich werde den Wahn zu mir holen. Interessanter Typ. Eindeutig. Die Realität und andere Irrtümer. Habe ich schon gelesen. Chirurgs Segen habe ich auch schon. You dirty this world no more. Danke. Ah, da ist also die Tür. Gut, dann sind wir hier fertig. Müssen wir jetzt nördlich der Nebelwacht und Kristallstollenhöhle. Ich würde mich vielleicht für die Kristallstollenhöhle zuerst entscheiden. Ja, das ist auch interessant. Ich sage zuerst das. Aber vielleicht nochmal was anderes. Hey Inigo, wie wär's, wenn wir uns einen weiteren Gefährten suchen? Jemand, der mit uns zusammenreisen kann. Ich meine, du trägst schon ganz viele Sachen für mich, aber wie wir ja eben schon festgestellt haben, das ist... Nackig. Bin ich... Oh, ich bin nackig? Wieso bin ich nackig? Entschuldigung? Papa sagt, dass ich Rock Wie wir ja eben schon festgestellt haben, manchmal ist Mutter es sagt, dass ich nicht mit Leuten nicht genug. Also wir bräuchten noch jemand anderes. Ich habe auch schon jemanden im Kopf. Folgt mir mal. So. Gleich sollten wir aber auch nochmal zum nächsten Tag warten. Dann können wir nämlich da beim Händler noch gleich Sachen verkaufen. Komm schon. Eine traurige Zeit. Ich verkaufe Kohl. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Yay. Es war schön, mit euch zu reden. Uh-huh. Ask away. Möchtest du dich hier ein bisschen ausruhen? Okay, come and get me when it is time to go. Excuse me, madam. I don't normally do this, but have you got a moment to talk? Ja.
Natürlich. Marvelous. My name is Lucien Flanders. I'm a scientist, philosopher, amateur wizard, and something of a musician, though I suppose that's more of a hobby. I couldn't help noticing that you seem... how can I put this? Well acquainted with the less savory side of Skyrim? Ich habe ein oder zwei Dinge gesehen. Brauchst du Hilfe mit etwas? As a matter of fact, I do. I'm here in Skyrim on an expedition. Academic, mainly. I find the province simply fascinating. The flora, the fauna, the ruins, both Dwemer and Nordic, the architecture, the politics. Trouble is, I'm really not much of a fighter. I know a few spells and can just about swing a sword, but beyond that, I'm pretty useless in combat. Skyrim's no place for a milk drinker like me. Not on my own, anyway. So... I'm looking for someone to travel with. Red weiter. I suppose what I'm asking is, would you awfully mind if I tag along? I will of course compensate you most handsomely for putting up with me. Über wie viel reden wir? Oh, shall we say 300 septims up front? After that, I'll top you up every time we come across something useful to my research. At your discretion, of course. No obligations, save that you take me with you, and assist in keeping me alive wherever possible. Klingt nach einem Deal. Oh, splendid. Here's your gold. This is going to be quite the adventure. Glaube auch. Ich bin übrigens Dana. It's a pleasure to meet you. Lead on. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang. Und kommt unser INIGO? End, das Garde der Greetings. You lead, I follow. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Kommst du? Wir werden die Fremden mit So, Schwertern INIGO, Lucien, Lucien, INIGO. Auf zu neuen Abenteuern. Ihr werdet die Männer hier in Windeseile um euren Finger wickeln. Wir können auch gleich hier hochlaufen. Das passt eigentlich ganz gut. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Nee, danke. Lasst mal sehen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Eine Frage? Das brauche ich nicht mehr. Das hatten wir auch schon. Eine Anfrage. Geh da mal weg, damit ich es besser lesen kann. So. Ich danke euch für eure Anstrengungen zum Schutze meiner Welt. Ich glaube, ihr besitzt etwas, das ich suche und vor der Rückkehr nach Hause benötige. Es handelt sich um das Artefakt von den Schauder-Inseln, das im Zentrum von Toros verderbten Ritualen stand. Treffe ich am Ufer unter dem Bogen von Einsamkeit, damit wir einen Austausch durchführen können. S. Excuse me? Woher weißt du das? Hello there. Just thought I'd introduce myself. Das habt ihr da Lucien. drüben liegen lassen. Ihr habt Glück. My Jemand name is anderes hätte Inigo. das vielleicht Very nicht pleased to meet you. Hier, bitte. Pleased to meet you too, Inigo. I think we're going to make a great team. Yes, I am sure we will. You don't sound very convinced. Well, you seem a little, weak. Well educated? Well dressed? Wealthy? Weak. I mean no offense. I am sure you will be fine. Fine? You're sure I'll be fine? Gosh, thanks for the vote of confidence, Inigo. Forget I said anything. Sorry, Julian. It's Lucien. Lucien, yes. What did I say? Julian. My apologies. Apology accepted. Es tut mir leid. Ich sollte jetzt wirklich gehen. Inigo. Let's get back to it, shall we? It is Inigo, not Indigo. Exactly. Point taken. I do not know about your skill with a blade, but your intellect is clearly sharper than most. Glad to have you with us, Lucien! Lucien, yes, Lucien. I am sorry. You're doing it on purpose now.
Ich sehe schon, die beiden werden sich gut What is on verstehen. your mind? Ähm, I hope this will be a mutually beneficial ja, exchange. of course. Nein, du. Da. If you need anything else, just ask. Is that a Heart of Order you have there? May I take a look? Ja, natürlich. Marvelous. Gosh, yes. I think this actually is a genuine Heart of Order. You get these from Jigalag's Knights of Order, but you don't see many of them these days. Fascinating crystalline structure. Interesting resonant properties. I wonder if it's the knight's actual heart, or if it's more of a metaphor. Definitely merits considerable further study. Thank you for this. Here, let me compensate you for it. It's only fair. No, I insist. Danke. Sure, I'll carry what I can. Na, ich will dir meine... Ah, Sure, let's trade. gib dir meine andere Waffe. Die. Die ist doch ein bisschen besser als ein Eisenschwert. Dann warte ich jetzt mein... There's someone out there smithing more of this madness ore for Thoron's minions. We need to put a stop to it. Don't you agree? Ah, ich habe vergessen, dass Lucien Tatsache auch Dialoge hat bei den ganzen Mods. Kaum zu fassen, dass man Provinzler wie euch in Himmelsrand herumlaufen Ihr lässt. wart ein Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Wenn ihr etwas aus meinem Laden stehlt, werdet ihr es bedauern. Ja. Kaum zu fassen, dass man Provinzler wie euch in Himmelsrand Dann herumlaufen gehen wir lässt. nochmal zu dem Schmied. Stahl ist gut. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Besucht mich in meiner Schmiede, wenn ihr Waffen oder eine Rüstung benötigt. Ja, es regnet. Well, that's a very mysterious note. I wonder who this S character is. If we're going to meet them, I feel like we ought to proceed cautiously. Hi! Certainly. Ich frage ihn einfach mal ein paar Sachen. Was hat dich nach Skyrim geführt? So many things. Culture, the architecture, but most of all, the enormous Dwemer presence here. The technology the dwarves possessed all those years ago is miles beyond us, even today. The chance to study it in person. I just couldn't resist. Woher kommst du, Lucien? Cyrodiil. Though I suppose you can probably guess that. I grew up in the Imperial City, mostly with my nose in a book. My family own a small amount of property there, and they always encouraged me to pursue my interests. Namely, knowledge, in all its forms. I spent some time at the Arcane University, a couple of years at the archives of White Gold Tower, and I've studied at every academy in the city. But no amount of academic knowledge can compare to some practical experience. I'm done reading about the world. Now I want to see it. Erzähl mir etwas über deine Familie. Oh, the Flaviuses are firmly rooted in the Imperial City. We've always had a strong sense of home. We're a tight-knit bunch, and we get on rather well most of the time. They worry, though. Particularly about me. Getting wet. Gave them quite a shock when I told them about this expedition. Erzähl mir etwas über deinen Vater. Davidicus is his name. He's an academic like me, always up to his elbows in old scrolls. He does a lot of consultancy work for the Imperial government. Hunts down relics for them, that sort of thing. I'd be lying if I said we always saw eye to eye, but I owe a lot to him, and he's very dear to me.
Erzähl mir etwas über deine Mutter. Captain Lyra of the Imperial Legion. She and I couldn't be more different, but she's always supported me in everything I've done. She fought against the Thalmor in the Great War. In fact, she was there for Lord Narafin's defeat at the Battle of the Red Ring. She retired to marry my father and raise me. But despite her career, she never tried to force me onto the same path. By the time I was old enough to hold a book, it was clear I was going to follow my father into the academic world. And she was delighted for me. I write to her fairly regularly. My father too. And while she worries, I think she's proud of me for doing this. I hope so, anyway. Hast du irgendwelche Geschwister? None. I was the proverbial apple of my parents' proverbial eyes. And yes, they spoiled me rotten. Sometimes I wonder what it would have been like to have had a brother or a sister. But then I wouldn't be quite who I am today. So I can't complain. Das ist alles, was ich erstmal wissen möchte. Alright then. Let me know if you need anything else. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Schade. Was denn jetzt schon wieder? Ich weiß nicht, wenn ich das dann gesammelt habe. Notizen ein Waren. Vielen Dank, dass ihr euch um die Rohlinge gekümmert habt, die bescheidene Händler wie diesen so lange drangsaliert haben. Endlich fließt das Geld wieder. Risat hat eure Ware im Angebot, der wir euch interessieren könnten. Weitere Waffen und Rüstungen, wie sie die Heiligen und Verführer benutzen, wurden gefunden und könnten euer sein. Dieser hat auch mysteriöse neue Rohmaterialien erhalten. Risat weiß nicht, wofür sie gut sein könnten, ist sich aber sicher, dass ihr einen Zweck dafür finden könntet. Möge euer Weg euch zu warmen Wüsten führen. Sounds like we ought to head over to Half Moon Mill when we have time. Can't have the secrets of this armor falling into the wrong hands. Again. Ich überhaupt einen richtigen Weg? Nee, natürlich nicht. Ach, wir teleportieren uns dahin und dann laufen wir da hoch. Back away, Bonnie. Dying in the rain. The perfect end to an imperfect life. I've been meaning to ask you something. Got a moment? Klar, was ist es? Look, I know I'm not very good at practical things. You know, combat. I rely on you to win our battles, and I shouldn't. So I suppose I was wondering, do you think you could train me? Ja klar, wir können starten, sobald wir Zeit haben. Fantastic! Can't wait to get cracking. And away we go. Danke, dass du dich um die Spinne gekümmert hast. Lucien Flavius, reporting for duty. Warum starten wir nicht jetzt mit dem Training? You would? Now? All right then. Where shall we start? Also, was können wir? Wir einen Shark abfängt, Stamina, Bogenschießen, leichte Rüstung, Sneaken, Schleichen oder einen Zauberspruch. Ich weiß gerade nicht, ob ich einen Zauberspruch habe. Wenn man einen Shark abfängt. This sounds painful, but go on. Is this really necessary? Ja. On we go. Du wolltest, dass wir trainieren?
blister pods called blister pods because they look like blisters or because they give you blisters? Want to help me with an experiment to find out? No? Nein. Already? I still haven't finished digesting our last lesson. Perhaps another time. Okay, also wir können nicht direkt Right behind irgendwie you. hintereinander trainieren, sondern immer so nach und nach. An exotic treasure in Crystal Drift Cave. I'm a big fan of treasure, exotic or otherwise. Fancy a trip? Jo, Inigo, What is on your mind? magst du was singen? Fair enough. I will give it my... Okay, here we go. It was a nice damp day. A day that deserved a song. I found a tune and then some words. They rained from the ground and I sang along. We stood and thought and pondered where thoughts begin. My mind is bare. I was a prisoner of my mind. You unlocked my thoughts, they are unconfined. This is nice, I do declare. I love being out in the open air. We are standing and wondering what is in store. I do not mind standing, but I like moving more. I do love the rain and how it does pour. This song makes no sense and yet there is more. Being with you is sometimes surreal, but being your friend is a really good deal. You hate spiders, that is a shame. Playing with spiders is my favorite game. Relaxing is good, it is true, but I would rather be out adventuring with you. Standing about is fine by me. When my body rests, my mind is free. We are both champions, tough and brave. If you fight us, you are digging your own grave. My voice is running out of things to say. I search for words, but they run away. There is more rain in the air than words in my head. I regret I must soon put this song to bed. It is time to finish this tune I found. I wish my words would stick around. The end. Geil. Ich glaube, wir haben ihn noch nie im Regen singen lassen. Ich habe es auch noch nie gehört, dass er das Lied mit einem Pfeifen beendet. Das ist cool. So, Halbmondmühle entdeckt. Und da unten ist es. Das schauen wir uns dann aber in der nächsten Folge an. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns. Tschüssen. Bukak.